Hallo, ich möchte euch heute das Buch Whipping Girl, A Transsexual Woman on Sexism and Scapegoating of Femininity von Julia Serrano vorstellen. Das Buch ist ein feministischer Klassiker, der das erste Mal 2007 erschienen ist, und 2016 hat die Autorin das Buch, glaube ich, nochmal überarbeitet, auf jeden Fall ein neues Vorwort dazu geschrieben, und ich hatte schon länger vor, dieses Buch zu lesen. Die Autorin beschreibt, wie Transfrauen Sexismus und Transfeindlichkeit, Transmisogynie in den USA erleben. Ich würde sagen, dass eine Übertragung nach Deutschland relativ einfach ist. Sie hat dabei soziologische als auch biologische Ansätze und Überlegungen, und die Modelle erklärt sie immer noch mit ihren eigenen persönlichen Erfahrungen, was auch noch neben dem theoretischen Verständnis so einen emotionalen, empathischen Zugang zulässt. Das Buch ist in 2 Abschnitte eingeteilt. Im ersten Abschnitt geht es um Sexismus und Transfeindlichkeit gegen Transfrauen allgemein in der Gesellschaft, und im zweiten Abschnitt geht es dann nochmal mehr darum, wie das in feministischen Kontexten aussieht. Mir hat das Buch sehr gut gefallen, deswegen habe ich mir überlegt, für jeden Abschnitt einfach so 3 Punkte auszusuchen, die ich sehr interessant fand oder die ich mir sehr gut merken konnte, die mir was Neues gebracht haben. Im ersten Abschnitt nennt die Autorin den Begriff Subconscious Sex. Das ist ein Begriff, den die Autorin selber geschaffen hat, und er beschreibt sowas Ähnliches wie der Begriff Geschlechtsidentität auch heutzutage macht. Wobei mir halt der Begriff recht gut gefallen hat, weil dieses unterbewusste Geschlecht nochmal klar macht, dass es hier nicht nur um den selbstidentifizierten Aspekt von Geschlecht und Gender geht, sondern dass halt auch viel davon unterbewusst ist, genau, und nicht so leicht zugänglich und nicht immer der eigenen Selbstidentität zu jeder Zeit quasi entspricht. Ich fand ihre Überlegungen und Ausführungen zu diesem Begriff auf jeden Fall sehr interessant, und selbst wenn ich ihn jetzt so nicht weiter benutzen würde, glaube ich, erklärt er nochmal sehr viel. Der zweite Aspekt aus dem ersten Abschnitt ist die pathologisierende Wissenschaft, also die Forschung an Transpersonen, meistens an Transfrauen. Hier schreibt die Autorin, was einfach so geschichtlich passiert ist, und benennt auch bestimmte wichtige Ärzte und welchen Einfluss die hatten. Ich fand das auf jeden Fall sehr interessant, weil ich mich mit nur so US-amerikanischer Geschichte nicht sonderlich gut auskenne. Es war aber auf jeden Fall auch sehr schmerzhaft zu lesen, weil diese Ärzte zum Teil einfach sehr unfähig oder eigentlich unwillig waren, sich sowohl menschlich als auch medizinisch, wissenschaftlich ansatzweise okay zu verhalten. Diese Männer hatten nämlich oft so ein Bild von Weiblichkeit, und dem mussten alle Personen, die Frauen sind, entsprechen. Deswegen, genau, haben sie halt von Transfrauen genau eine Art von Weiblichkeit erwartet, und diese Weiblichkeit war immer sehr oberflächlich von ihnen, und gleichzeitig haben sie sich dann aber beschwert, dass ihre Patientinnen oberflächlich seien. Also ihr ganzes Arbeiten furchtbar. Der letzte Punkt aus dem ersten Abschnitt ist: Trans und Cis sind wichtige Worte. Die Autorin selber benutzt nicht immer den Begriff Cis, sondern verschiedene Wörter, aber an einer Stelle genau, sagt sie klar, dass sie oft erlebt, dass verschiedene Leute biological or genetical woman sagen und damit echte Frau meinen. Und das kenne ich auf jeden Fall auch aus Deutschland, dass Leute Bio-Frau sagen oder sowas. Und das ist einfach diskriminierend und falsch. Damit zum zweiten Absatz. Hier geht es ja mehr um so feministische Kontexte, weil sie sich einfach viel in feministischen Kontexten aufhält und viel feministische Literatur gelesen hat. Und ihr erster Punkt, den sie klar macht, oder den ich rausgesucht habe zumindest, ist, dass in der Gesellschaft ja Männlichkeit und Stärke
und Natürlichkeit und Authentizität gleichgesetzt werden und im Gegensatz dazu Weiblichkeit mit Schwäche und Künstlichkeit und Artificialcy verbunden wird. Und sie sagt, dass das halt nicht nur gesamtgesellschaftlich der Fall ist, sondern dass das auch in feministischen Kontexten nicht oder wenn dann nur oberflächlich in Frage gestellt wird. Damit hat auch dieses bekannte Dilemma zu tun, dass Transfrauen zwischen zu feminin, also eher Richtung Fetisch gelesen werden oder in nicht feminin genug, also meint es nicht ernst gelesen werden. Und genau, das hat auch mit diesen Dichotomien einfach zu tun. Der zweite Punkt aus diesem Abschnitt ist, dass sie sich dafür stark macht, dass kein Geschlecht subversiver als ein anderes ist. Also in feministischen Kontexten werden bestimmte Gender und Gender-Repräsentationen oft als subversiv und damit cool und progressiver gewertet, und genau, das ist einfach verletzend und gefährlich. Den letzten Punkt, den ich aus dem zweiten Abschnitt betonen möchte, ist, dass sie zu Allianzen aufruft. Also sie sagt, dass früher der Begriff Transgender viel weit gefasster war, also ähnlich wie Trans heute, dass viele Leute da drunter fallen, aber sie sagt, dass es früher einfach noch breiter gefasst war und dadurch eine viel größere Diversität in bestimmten Transräumen vorhanden war. Und diese Diversität vermisst sie einfach, weswegen sie so ein bisschen kritisiert, dass so der Hauptfokus darauf liegt, Räume zu schaffen, in die nur Personen mit einer bestimmten Identität rein dürfen. Sie spricht sich eher dafür aus, sich über gemeinsame oder zumindest sehr ähnliche Ziele zu vereinen und halt einfach mehr über Allianzen nachzudenken. Das war ein kurzer Überblick über so einzelne Punkte, die ich aus diesem Buch rausgezogen habe. Es gibt auf jeden Fall noch sehr viel mehr, aber genau, so ein bisschen in die Richtung gehen ihre Gedanken vielleicht. Ich glaube, dass das Buch ein sehr guter Einstieg in das Thema ist, weil sie genau, wie gesagt, viel erklärt, viel auch mit eigenen Erfahrungen, die man vielleicht verstehen kann, untermauert und so einen guten verschiedene Ansätze zum Verstehen bietet. Ich möchte aber auch noch dazu sagen, dass besonders Cis-Personen und Transfrauen sich auch darüber klar sein müssen, dass dieses Buch aus einer Transfrauenperspektive geschrieben wurde. Also dass Aussagen, die sich auf transmännliche oder auch nicht-binäre Personen beziehen, so ein bisschen nicht für bare Münze auf jeden Fall immer gehalten werden sollten. Ich habe in der Vergangenheit nämlich Frauen gesprochen, die einfach Transfeindlichkeit gegen Transmänner und nicht-binäre Personen verharmlost oder auch nicht mal gesehen haben, und die haben sich öfter auf dieses Buch bezogen. Genau, deswegen habe ich so ein bisschen gebraucht, dieses Buch überhaupt zu lesen, weil ich genau die Vermutung hatte, dass es sehr fürchterlich in dieser Richtung aussieht. Ich persönlich fand es jetzt nicht so schlimm, wie ich erwartet habe, und wie gesagt, ich habe viel darüber gelernt und manche Modelle fand ich auch sehr bereichernd, zum Beispiel aus einer transmännlichen Perspektive. Zum Beispiel ihr Modell, dass Männlichkeit mit Natürlichkeit gleichgesetzt wird und Weiblichkeit mit Künstlichkeit, hat mir so sehr nahe gebracht, nochmal so, dass für viele Menschen, für viele Cis-Personen eine Transition ja was Unnatürliches, was Künstliches ist. Und das ist ja eher mit Weiblichkeit verbunden. Das heißt, man kann aus dieser Perspektive nicht unbedingt über einen unnatürlichen Vorgang etwas Natürliches schaffen. Also man kann durch eine Transition keine Männlichkeit schaffen. Und das ist auch ein Grund, würde ich sagen, warum Transmännlichkeiten in feministischen Kontexten vorhanden sind, nicht rausgeschmissen werden meistens, aber bei ihnen, sie werden halt einfach falsch gelesen. Also sie werden eher als so eine maskuline Femininität gelesen, als eine Männlichkeit, und das ermöglicht ihnen dann sozusagen den Zugang dazu. Das heißt, dieses Modell von männlich-weiblich, wie das in der Gesellschaft gelesen ist, hat mir auch in diesem Kontext was gebracht. Diesen Aspekt
sieht sie nicht, was für mich aber beim Lesen okay war, weil der Untertitel, das ganze Buch, also macht klar, dass es hier um Transfrauen geht. Das heißt, das ist der Fokus. Genau. Und dazu wollte ich was lesen, deswegen finde ich es okay, dass andere Aspekte wegfallen. Was ich aber sehr schade finde, und das nennt die Autorin auch in ihrem Vorwort von 2016, ist, dass sie sehr wenig intersektional das Ganze betrachtet. Also die Autorin ist eine weiße, dünne, able-body, akademische, binäre Transfrau und genau aus der Perspektive ist geschrieben. Genau die Diskriminierung, die sie erlebt, werden beschrieben und analysiert und nicht sehr viel mehr. Das ist einfach sehr schade, aber wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass es ein okayer Anfang für viele Leute sein könnte, weil einfach sehr viel grundlegendes Wissen nochmal erklärt wird, aber dort wird nicht stehen geblieben, sondern die Zusammenhänge werden aufgezeigt und genau, ich glaube, dass durch die verschiedenen theoretischen und emotionalen Zugänge einfach ein guter Einstieg ermöglicht wird. Und für mich zum Beispiel habe ich das Buch hergelesen, weil es ein Klassiker ist, weil sich einfach sehr viel auf dieses Buch bezogen wird. Und wie gesagt, auch ich habe nochmal einiges aus einer anderen Perspektive, in anderen Worten nachgedacht. Deswegen freue ich mich sehr, dieses Buch gelesen zu haben. Wenn ihr Fragen zu den Punkten habt, die ich nochmal inhaltlich gerade aufgemacht habe, fragt mich gerne. Dieses Buch ist 360 Seiten, also jeder Punkt hat ist auf mehreren Seiten erklärt. So viel Zeit wollte ich mir jetzt hier nicht nehmen. Ihr könnt das Buch lesen, wenn ihr es genauer verstehen wollt. Oder halt, ich kann auch versuchen, es zu beantworten. Wenn ihr generell Fragen zu diesem Buch habt, stellt sie mir gerne. Und ich wäre auch sehr interessiert an Büchern, die die gleiche Thematik haben, vielleicht aus einer anderen Perspektive geschrieben sind. Genau, aber einfach nochmal ähnliche Bücher würde ich sehr gerne lesen. Und wenn ihr mir Empfehlungen in die Kommentare schreibt, freue ich mich. Damit möchte ich mich von euch verabschieden. Bis bald!